Interview on! Ja, hinter mir, da seht ihr die Kastelwand. Das ist hier im Alpmühltal die höchste Wand. Also hier wurde früher wirklich Klettergeschichte geschrieben. Da ist irgendwann der Kurt Albert angereist und hat ziemlich früh den Exorzisten geklettert. Das ist eine der ersten Touren im unteren 8. Grad gewesen. Wir haben ja schon das Fels einmal geklettert und das hat der Jerry Moffat, also ein Brite, geklettert, 1983. Und jetzt waren die Deutschen natürlich erst einmal, vermute ich mal, leicht angefressen. Sie sind auf jeden Fall im Winter drauf, alle in ihren Trainingskeller verschwunden und haben sich erstmal gescheit auftrainiert. Und das haben wir dann auch gesehen, nächstes Jahr, was rausgekommen ist, der Sepp Schwentner hat an seinem 40. Geburtstag als Zombie geklettert. Später im Oktober ist der Wolfgang Güllich hier angerückt an der Kastelwand, hat 4 Tage Vollgas gegeben und hat dann Kanal im Rücken erst begangen. Ich finde, der Kommentar aus dem Kletterführer, der trifft es eigentlich ziemlich gut. Also hart 9 im ersten Teil, im Prinzip auf 3 Haken, bis man mal in 2 Einfingerlöcher kommt. Tschuck, tschuck, da kann man dann schütteln, wenn es hier haut. Und dann ist einfach matt in 2 Zügen, also du machst 2 schwere Züge und dann hast du es entweder oder du fällst raus. Du hast da so einen Seitgriff und dann musst du einen weiten Kreuzzug machen auf diese Leiste. Du nimmst mit links so eine schlechte 2-Fingerleisten, justierst den noch genau hier. Dann kommt der linke Fuß auf einen Tritt, der wo wirklich unbeschreiblich schlecht ist und ein bisschen marmoriert ist. Rechter Fuß noch mal ein bisschen höher und dann versuche ich zumindest immer so statisch wie es geht in dieses Ohrfingerloch zu kommen. Der Rest spielt sich dann im unteren 8. Grad ab. Und das Interessante ist, der 8. wo man draus, da hast keine Haken mehr. Also du musst Klemmkeile legen und so erst ein bisschen wissen, was du tust. Aber das ist eigentlich nicht mehr schlimm. Ja, ich war schon letztes Jahr mega motiviert, die Tour zu probieren. Bin dann gleich im Frühjahr die Kastelwand gerannt und gleich direkt eingestiegen. Habe ich gleich probieren müssen. Weil die Tour ist echt anspruchsvoll und hat einfach durch die kleinen Griffe meine Finger einfach überlastet. Also ich habe nach kürzester Zeit eine gewisse Überlastungserscheinung in den Finger gehabt. Ja. Ich habe mir da extra einen Trainingsplan geschrieben. Der war wirklich bis ins Detail eigentlich geplant. Das Problem war eher dann die Ausführung. Also ich habe das eigentlich nicht gemacht, was ich mir da alles aufgeschrieben habe. Also mit dem Fingerboard war ich noch am diszipliniertesten. Habe da wirklich immer wieder ein bisschen Fingerboard-Training gemacht. Und ich glaube, das hat es dann auch ausgemacht. Das zweite, was ich auch wirklich noch gemacht habe aus meinem Trainingsplan, das war Blockiertraining. Man sieht es bei dem Schlüsselzug, du musst da irgendwie diese Leiste nehmen und musst die nicht bloß bis da her blockieren, sondern die muss gefühlt bis da runter.
Gott! Ameisenscheiße. Kletternder Halbaffen-Gorilla. Nee, Moment. Tausendfüßler